Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Stefan, alias One Blind. Ja, da die letzten Videos so eine Wellen geschlagen haben, beziehungsweise so viel Klicks und so viel Zuspruch bekommen haben, ja, bin ich eigentlich jetzt fast nur noch in meiner Region unterwegs und suche mir solche Objekte, beziehungsweise Gelände. Heute befinde ich mich auf dem Gelände des ehemaligen Strafgefangenenlagers 11 B und D, das heißt Fallingbostel und Oerpke. Die haben nicht, wie ich finde, nicht weniger Schrecken als zum Beispiel das Konzentrationslager Bergen-Belsen, weil im Endeffekt sind hier fast ähnlich viele Menschen gestorben, wie das in Bergen-Belsen zum Beispiel der Fall war. Also hier sind zum Beispiel auf dem Gelände, also man schätzt, man geht von Zahlen aus zwischen 30 und 40.000, die hier gestorben sind. Was ich finde auch eine erschreckend hohe Zahl ist, logischerweise. Ich bin jetzt hier in dem Bereich von Stalag 11b, das heißt Oerpke. Hier waren hauptsächlich sowjetische Kriegsgefangene untergebracht. Das geschah ab Juni 1941. Damals mussten die Gefangenen unter freiem Himmel kampieren sozusagen. Das heißt, die haben sich mit bloßen Händen Kuhlen im Boden gegraben, wo sie drin gelegen haben. Erst ab November 1941 wurde es ihnen gestattet, richtige Erdlöcher zu graben, also Erdhöhlen mit Holzresten. Stelle man sich mal vor. Im späteren Verlauf dann wurden dann auch Baracken errichtet von den Gefangenen selber. Und davon ist heute nicht mehr allzu viel zu sehen. Aber es soll halt noch so ein bisschen Reste im Wald vorhanden sein. Und das gucke ich mir jetzt einfach mal an. Das Gelände an sich von Stalag 11b ist, wie es jetzt aussieht, ein recht hübscher Wald geworden. Man muss sich vorstellen, dass 1941 hier eigentlich nur eine riesengroße Freifläche war. Die Autobahn A7, die man vielleicht ein bisschen hören kann, die hat es, ich glaube, die hat es damals schon gegeben. Oder als Schnellstraße oder ob es schon Autobahn war, weiß ich nicht genau. Aber der Rest des Lagers an sich, des Lagergeländes, war einfach eine riesengroße Freifläche. Ja, und da gibt es halt Bilder, die ich gesehen habe. Da haben die Gefangenen wirklich einfach nur in Löchern im Boden gelegen, die sie mit den Händen graben durften. Und ab November 1941, wie ich eben schon gesagt hatte, durften sie sich richtige Erdhöhlen mit Holzresten bauen. Wie nett das gewesen ist, oder? Also das war jetzt Ironie, möchte ich dazu erwähnen noch. So, und dann, wie gesagt, haben sie sich selber Baracken bauen können. So, und hier sehen wir auch schon die ersten Überreste von solchen Baracken. Irgendein Sockel, den ich jetzt nicht so richtig deuten kann. Aber scheinbar befinde ich mich jetzt gerade direkt innerhalb einer solchen ehemaligen Baracke. Denn hier geht es jetzt weiter. Hier ist jetzt noch so eine Betonmauer. Hier noch Betonreste. Ich gucke mal, was ich noch weiter finde. So, warum stehen jetzt hier Wohnhäuser? Wundert man sich. Die Häuser hat es damals zu der Zeit nicht gegeben. Also ein Teil des Geländes wurde später dann mit Einfamilienhäusern überbaut. Also ich schätze mal, von der Karte her ist das ungefähr 1/3 gewesen, was dann überbaut worden ist. Oh, es war relativ groß, muss ich sagen. Die gingen, also hier ist der Betonrest auch noch zu sehen. Bis hier etwa muss das gegangen sein. So, noch mal ein bisschen an der ersten Baracke vorbei. Hier sind die nächsten Betonfundamentreste. Ach genau, hier geht es auch. Kann man das erkennen? Ja. Da klettern wir einfach mal rein. Hier ging es dann weiter. Auch von der Konstruktion sieht es für mich genauso aus wie die letzte eben auch. Das ist so mit das Einzige, was man an Überbleibseln noch hat. Ja, hier relativ groß. Oh doch, die war schon relativ groß. Also hier, da vorne auch Betonreste. Hier geht es einmal ganz rum. Oh, jetzt wird aber Gestrüpp hier langsam.
Und prinzipiell, oh, hier komme ich nicht so gut durch. Prinzipiell ging die bis hier vorne. Hier ist so die Außenwand, die nächste. So, jetzt aus dem Bereich erstmal wieder raus. Man muss sich vor Augen führen, dass hier im Stalag 11b, ich dachte hier ist noch ein Fundament, aber nein, dass hier im Stalag 11b, wie gesagt, vornehmlich sowjetische Kriegsgefangene waren. Im Stalag 11d waren Kriegsgefangene aus mehreren Nationen untergebracht. Und die Kriegsgefangenen aus westlichen Nationen wurden wesentlich besser behandelt. Das heißt, die haben schon Nahrung bekommen, sodass sie wenigstens am Leben geblieben sind. Bei den sowjetischen Kriegsgefangenen sah das halt schon ganz anders aus. 1942 und ich glaube sogar Ende 1941 schon brach hier auch eine Fleckfieberepidemie aus. Das heißt, ca. 90% der Gefangenen sind direkt an dieser Krankheit gestorben. Und es wurde auch ein Massengrab angelegt, also die wurden bestattet. Der nennt sich der Friedhof der Namenlosen. Den besuchen wir auch gleich noch. Im Stalag 11d, wo ich gleich auch noch mal hingehe, waren wie gesagt aus anderen Nationen Kriegsgefangene untergebracht. Diese wurden hier auf dem Gelände oder auf beiden Geländen gab es ja, eine kleine Verwaltung sozusagen. Da wurden die registriert und wurden hinterher zu ca. 1500 Arbeitskommandos eingeteilt, bestehend aus 30 bis 40 Personen, die dann an Betriebe oder in die Landwirtschaft vermietet worden sind. Und deswegen wurde ab 1942 auch die Verpflegungslage oder die Verpflegungslage in dem Sinne ein bisschen besser, weil man die natürlich für die Arbeit eher nutzen wollte, anstatt sie nur noch hier sterben zu lassen. So, und auf dem Weg zum Friedhof bzw. Stalag 11d bin ich doch das ein oder andere Mal doch mal in den Wald reingestromert. Ich will euch jetzt nicht jedes einzelne Fundament und jeden Betonbrocken zeigen, das würde dann irgendwann auch langweilig werden. Aber ich sehe hier halt wirklich alle 20, 30 Meter Betonfundamentreste. Hier sogar noch mit Wasserablauf, Rinne etc. Also der Wald steht halt voll mit den Fundamentresten, die keinen mehr interessieren. Ich habe auch, was ich jetzt wirklich traurig finde, hier direkt vor Ort, habe ich auch noch nicht ein Hinweisschild etc. gesehen. Es gibt im Ort gibt's ein Mahnmal, da ist ein Lagertor stilistisch dargestellt und da sind Gedenkplaketten dran. Aber hier vor Ort direkt gibt es keine Hinweistafel, keine Schilder. Und ich finde, also bei der Anzahl von Inhaftierten und von an den Bedingungen Gestorbenen und bei dem Leid, was den Leuten hier widerfahren ist, in den gut 3,5 bis oder fast 4 Jahren, die sie hier gewesen sind, finde ich das schon ziemlich mager als Aufarbeitung, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und ich komme halt an immer mehr baulichen Überresten vorbei. Das sieht mir hier fast aus, als wenn es sowas überhaupt gegeben hat, eine sanitäre Einrichtung war. Weil hier ein relativ großer Abwasserkanal lang zu gehen scheint. Nochmal, das ist ein ganz normaler Spazierweg, der hier lang geht. Und hier wird in keinster Weise auch nur irgendwie ansatzweise darauf hingewiesen, wenn ich hier lang gehe und das nicht weiß, was hier für bauliche Reste jetzt standen, wird mir hier in keinster Weise irgendwie vermittelt, was das hier mal gewesen ist. Und das finde ich wirklich schade, muss ich sagen. Also auch an diesem Mahnmal, da kommt man auch
Da fährt man am Auto dran vorbei, das kann man gar nicht erkennen. Das ist kein Hinweisschild etc. Das weiß man noch nur, sieht man nur, wenn man weiß, wo es ist. Ansonsten, wie gesagt, was hier passiert ist, also auch in welcher Anzahl, in welchen Dimensionen hier Leute gelitten haben und gestorben sind, dass hier nichts darauf hinweist. Sorry, aber finde ich schon sehr, sehr dürftig. Ne? Gut, es ist nicht vergleichbar mit Zahlen wie, ich sage mal, in Vernichtungslagern in den Ostgebieten. Aber zum Vergleich in Bergen-Belsen sind schätzungsweise 52.000 Menschen gestorben. Hier waren es zwischen 30.000 und 40.000. Also die Zahlen sind ja ähnlich, aber hier weist nichts darauf hin. Und das finde ich wirklich traurig. So, ich bin jetzt am Kriegsgefangenenfriedhof angekommen und bin jetzt etwas überrascht. Ich habe den selber noch nicht besucht vorher. Ich bin jetzt selber ein bisschen überrascht, weil die Anlage des Friedhofs wird definitiv gut gepflegt. Die wurde von einer sowjetischen Militärregierung angelegt, oder der Friedhof wurde so angelegt, beziehungsweise wurde das Mahnmal aufgestellt. Ist in der Zeit der 40er, 50er Jahre bis in die 60er dann aber verwildert und wurde von 1963 bis 65 dann wieder im heutigen Zustand hergerichtet. Hier liegen halt nicht nur sowjetische Kriegsgefangene, sondern auch französische, italienische, polnische, tschechische, teilweise auch in Einzelgräbern. Und ich muss sagen, die Anlage sieht erstens sehr gepflegt aus und ja, seht selbst. Ich finde es schon sehr schön, was jetzt hier gemacht worden ist. Da vorne ist das Projekt Namensziegel. Namensziegel habe ich schon öfter gesehen an verschiedenen Gedenkorten. Hier werden halt von Schülern, soweit es aufgearbeitet werden kann, welche Toten hier liegen, werden halt Ziegel gebrannt und die Namen werden eingeritzt und werden dann hier aufgehängt. Ja, anhand der Todesdaten kann man relativ gut erkennen, dass sich hier Ende 41, wie ich schon erwähnt hatte, durch die Fleckfieberepidemie und natürlich durch die Umstände, wie die Gefangenen untergebracht waren, hier die meisten Todeszahlen ergeben haben. Also es sieht für mich jetzt hier, ist es relativ viel Ende November, Dezember, November, Dezember 41. Anfang 42 teilweise. Also der Großteil ist hier wirklich im Winter 41, 42 umgekommen. Ja, hinter mir, falls man das ganz gut erkennen kann, die riesengroße Freifläche, befindet sich jetzt der Großteil des Geländes des ehemaligen Stalag 11D. Falls ich da vorhin eingangs im Video so einen kleinen Dreher gemacht habe, vorhin befand ich mich auf dem Gelände des Stalag 11D, nicht B. Also D ist Oerbke, B ist Fallingbostel, das ist jetzt hinter mir, das ist aber nur Luftlinie, ich schätze mal 400-500 Meter auseinander, also die Lager haben beide relativ dicht zusammengelegen. Ja, das ist das
die Fläche des Lagers. Hier sind bauliche Reste gar nicht mehr vorhanden. Also hier ist wirklich nichts mehr übergeblieben. Vielleicht ein paar Betonreste oder Steine im Unterholz, beziehungsweise viele Bäume gibt es nicht, aber hier am Rand. Ansonsten ist hier von dem Lager eigentlich nichts mehr vorhanden. Bis auf die Entlausungsbarke, und die zeige ich euch gleich. So, gerade auf dem Weg zurück zum Auto. Von dem Punkt, wo ich gerade gestanden habe. Hier kann man vielleicht auch noch mal ganz gut erkennen, also alles, was jetzt hier wirklich Freifläche ist, ist das Gelände des ehemaligen Stahllags. Also das hier wirklich auch hinter den paar Bäumchen, die hier stehen, diese riesengroße Freifläche, war damals das strafgefangene Mannschaftslager. So, jetzt bin ich auch am Ende meiner Reise angekommen zu den beiden Lagern. Das hier, wie gesagt, ist das einzig erhaltene Gebäude. Das ist die ehemalige Entlausung. Die wurde von der Bundeswehr als Lager nachgenutzt, scheint mir jetzt aber nicht mehr in Benutzung zu sein. Aber das ist die einzige bauliche Substanz, sage ich einfach mal, die jetzt die Zeit überdauert hat und fast im Originalzustand noch so erhalten ist. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck von dem Stahlag 11b und d vermitteln. Ich finde es halt eine super interessante Geschichte nach wie vor, wenn auch keine schöne. Trotzdem sollte sowas halt nicht vergessen werden. Ich finde das halt wichtig, dass sowas ja, wachgehalten wird. Ja, es bedarf keine langen Worte mehr. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. Schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr noch was zu ergänzen habt oder irgendwas doof gefunden habt. Und wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, abonniert meinen Kanal. Und ja, ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.